Eine kleine Geschichte der Vergeblichkeit. Die Flugabwehrkanone 8,8 cm, Modell 37. Die Flugabwehrkanone 8,8 cm, Modell 37, auch einfach 8.8 genannt, erzählt eine kleine Geschichte der Vergeblichkeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden an diesen Kanonen immer häufiger männliche Jugendliche als Flakhelfer eingesetzt. Sie waren dabei nicht ohne Erfolg und wehrten viele Bomber ab. Die Alliierten erwogen sogar zeitweise die Einstellung des Bombenkriegs. Doch am Ende waren die Bomber stärker. Der Einsatz der Flakhelfer war vergeblich und viele von ihnen starben dabei. Hauptsächlich wurden die Flugabwehrkanonen zur Abwehr feindlicher Flugzeuge eingesetzt. Diese Flaks eigneten sich aber auch sehr gut im Einsatz zur Panzerabwehr. Wie kaum eine andere Waffe hat die Flak sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation eingebrannt. 15- bis 17-jährige Jungen ersetzten ab Anfang 1943 erwachsene Soldaten an den Flaks, nachdem diese an die Front versetzt worden waren. Von der Schulbank ging es so direkt in den Kriegseinsatz an der Heimatfront, wo die Flakhelfer vor allem während der Luftangriffe der Alliierten auf die deutschen Städte im Einsatz waren. Gemeinsam mit den verbliebenen Soldaten und den zum Volkssturm eingezogenen Männern, von denen die meisten älter als 50 Jahre alt waren, wurden sie in den militärisch aussichtslosen letzten Kriegswochen des Jahres 1945 auch im Kampf gegen die heranrückenden alliierten Truppen eingesetzt. Die Zahl der Gefallenen dieses letzten Aufgebots und damit auch die Zahl der getöteten Jugendlichen war entsprechend hoch. Der Kriegsalltag war eben komplett anders, als es ihnen beispielsweise in der Hitlerjugend über Jahre hinweg erzählt worden war. Statt wie propagiert, als nächste Generation erwachsener Soldaten große Heldentaten zu vollbringen, fanden viele von ihnen bereits als Jugendliche den Tod oder waren traumatisiert. Letztendlich waren die in den letzten beiden Kriegsjahren eingesetzten Heranwachsenden Kindersoldaten. Zu ihrer Erfahrung gehörte, dass man nur gemeinsam im Zusammenspiel etwas erreichen kann und dass es am Ende trotzdem vergeblich sein kann. Dies nahmen sie vielfach in die Nachkriegszeit mit. Aus ihrer gemeinsamen Kriegserfahrung stammt auch die spätere Bezeichnung als Flakhelfergeneration. Gleichaltrige Mädchen und Frauen wurden ebenfalls zum Kriegsdienst herangezogen, selten jedoch direkt an der Flak eingesetzt. Stattdessen dienten die sogenannten Blitzmädchen, benannt nach dem Blitzsymbol der Funker auf ihrer Uniform, beispielsweise als Telefonistinnen sowie Funkerinnen, oder sie bedienten die Scheinwerferbatterien der Flakstellungen während der Luftangriffe. Somit waren auch sie den Luftangriffen unmittelbar ausgesetzt. Diese Generation von Heranwachsenden wurde um ihre Jugend betrogen. Sie teilte die gemeinsame Erfahrung der aktiven Teilnahme an Kampfhandlungen in den letzten beiden Kriegsjahren, die gleichermaßen geprägt war von dem Gefühl des Zusammenhaltens wie von den Erfahrungen des Scheiterns und des Sterbens. Am Ende war ihr Einsatz in einem bereits verlorenen Zweiten Weltkrieg vergeblich.